Hallo Freunde, wir haben ja auch im Frühjahr auf der Boot die Popfender gekauft und heute werden wir euch den Einsatz dieser Fender zeigen. Man sieht ja schon den Größenunterschied zwischen den beiden Fendern. Das ist unser normaler Fender, unser Boot. Und daneben der kleine, da kann man natürlich schon genau sehen, dieser Fender ist nicht für unser Boot gedacht. Aber wir haben schon auf der Messe einen Prototypen gesehen, der auch entsprechend groß ist und wir hoffen, den irgendwann an unserer Maxi 2 sehen zu können. Dieser Fender hat einen ganz anderen Zweck und den möchten wir euch jetzt zeigen. Was ist unser Problem, mit dem wir seit Jahren kämpfen? Das Problem ist, wir wollen gerne, wenn wir unterwegs sind oder auch an den Wochenenden, das Boot von der David runternehmen und bei Nichtgebrauch nicht wieder hochziehen müssen, sondern hier hinten am Boot einfach festmachen. Wir haben hier die Badeplattform, die ist leider unten drunter hohl und ist also nur ein kleines Stück und hier mit Gummikante. Ja, unser großes Problem, die Hafeneinfahrt ist leider sehr offen und da kommt die Welle rein. Leider nehmen die Bootsfahrer hier wenig Rücksicht und es ist dann schon ziemlich extrem, was es hier schaukelt. Dann schaukelt das Boot natürlich hinten an der Badeplattform und wird entweder unter die Badeplattform oder auf die Badeplattform geschoben und damit leidet das PVC doch sehr. Ja, wir haben da versucht, immer mit den dicken Fendern hier gegenzusteuern. Aber das Problem ist natürlich bei den dicken Fendern, dass die auf dem Wasser schwimmen. Egal wie tief ich die auch immer mache oder hoch, die schwimmen auf dem Wasser. Und was passiert, wenn ich die zu tief mache, werden die unter die Badeplattform gedrückt oder das Boot schlägt gegen die Badeplattform. Und wenn ich die zu hoch mache, wird irgendwann durch die Wellenbewegung der auf die Badeplattform gelegt. Und das passiert leider immer wieder und da haben wir auch keine Lösung für gefunden. Am Ende war unser altes Boot leider schon vom PVC beschädigt worden, weil es immer wieder dagegen geschlagen hat. Diese Fender sind also nicht die Lösung. Weg damit! Jetzt kommen unsere Popfender ins Spiel. Die haben wir extra gekauft, um dafür eine Lösung zu haben. Jetzt setzen wir unseren Popfender ein. Die ersten habe ich hier an die Leiter gemacht. Wichtig ist, dass das obere Stück die Badeplattform abdeckt, dass es nicht drunter rutschen kann. Und einen zweiten habe ich hier befestigt. Das ist die Halterung für die Rettungsinsel, die wir nicht brauchen. Auch so, dass das obere Teil den Gummi von der Badeplattform abdeckt. Was ist jetzt der große Vorteil dieser Fender? Der Vorteil ist ganz einfach, dass die innen hohl sind. Die sind also nicht mit Luft gefüllt, schwimmen daher nicht auf der Wasseroberfläche. Man sollte ja seine Fender nicht baden, aber in dem Fall ist das gerade gut. Denn ich demonstriere das jetzt mal. Wenn ich die Fender, ich kann die Fender immer weiter ins Wasser absenken, so weit wie ich sie haben möchte. Ja, und die bleiben einfach stabil. Und wenn ich die hochziehe, sieht man auch, da läuft Wasser raus. Das heißt, die sind mit Wasser gefüllt. Und das gibt denen eine ganz große Stabilität. Also die Fender werden jetzt nicht durch das Schlauchboot nach oben gedrückt, weil sie ja tiefer sind wie die Wasseroberfläche und bleiben daher stabil. Und so passiert mit unserem Boot gar nichts. So sieht es dann von oben im Einsatz aus. Das Boot ist geschützt und wir sind zufrieden. Dann sind die auch noch platzsparend, dadurch, dass man die einfach so zusammendrücken kann, wenn das Wasser rausgelaufen ist. Man transportiert nicht unnötig Luft mit. Und haben Platz in der kleinsten Hütte. Ja. Ein weiterer Vorteil dieser Beschichtung ist, dass die auch nicht quietscht. Ja, jeder kennt das ja nachts, wenn es dann windig ist und die Fender quietschen und man nicht schlafen kann. Bei unserem großen Boot machen die natürlich keinen Sinn, aber wenn man auf einem kleinen Daycruiser oder kleineren Boot unterwegs ist, da kann das schon eine Rolle spielen. Das weitere Problem ist ja nicht nur an unserer Badeplattform, sondern das ist auch, wenn wir mit dem Schlauchboot unterwegs sind und irgendwo anlegen müssen.
dann haben wir das gleiche Problem. Das hier sind ja die Standardfender, die wir normalerweise einsetzen an so einem Boot. Auch die haben natürlich das Problem, die schwimmen. Wenn ich sie so hoch mache, dass sie nicht schwimmen, sieht das auch ziemlich doof aus. Also ich habe keine Möglichkeit, die wirklich sauber am Boot so auszurichten. Anders unsere Popfender. Wenn ich die hier ins Wasser hänge, dann laufen die voll Wasser und bleiben unten. Das heißt, ich kann die so tief machen, wie ich möchte. Ich habe immer Schutz und dieser Schutz wird eben nicht aufs Boot gespült, weil wenn man merkt schon, wenn der mit Wasser vollgesogen ist, wie jetzt hier, es ist ein ordentliches Gewicht, um den Fender nach oben zu ziehen. Das Wasser alleine sorgt schon für ein Gewicht des Fenders und das kann eben nicht an der Kaimauer mal eben hochgedrückt werden. Es ist schon schwierig, das anzuheben. Das heißt, wenn ich den Fender ans Boot mache, dann saugt er sich schön voll und wenn er sich dann vollgesaugt hat, kann ich den wunderbar befestigen und das Boot ist zu 100% geschützt. Nichts passiert, top. Wir haben damit zwei unserer größten Probleme gelöst und das ist sicherlich auch eine interessante Lösung für Leute, die mit Sportboot, Schlauchboot und kleinerem Wohnboot unterwegs sind. Wir haben uns die Popfender angeguckt bei unseren Anwendungen, aber die kann man natürlich auch ganz normal bei kleineren Booten einsetzen. Wenn man die ganz aufzieht, da sieht man hier bei dieser Bootsgröße, da würde der Popfender schon wunderbar passen. Ich habe den Popfender richtig auseinandergezogen und wenn ich den ins Wasser halte, ist er trotzdem nicht wasserdicht. Er läuft weiterhin voll Wasser, sodass er immer perfekt, egal wie tief der runterhängt, am Boot sitzt. Ich öffne den jetzt einfach mal, schmeiße ihn ins Wasser und trotz dass der voll Wasser läuft, geht er nicht unter. Das heißt, er kann auch, wenn er ins Wasser fällt, nicht verloren gehen. Das war, wo ich ein bisschen Angst vor hatte, weil er ja keine Luftblase in dem Sinne hat. Aber er geht nicht unter, ist natürlich dadurch, dass er nur wenig über dem Wasser rausguckt, schwierig zu erkennen. Aber grundsätzlich, wenn er ins Wasser fällt, er kann nicht verloren gehen. Eine ganz tolle Erfindung und wenn es die in groß gibt, dann werden wir die sicherlich auch auf unser Brom 41, der Maxi 2 einsetzen. In der Videobeschreibung ist auch der Link zur Webseite, wo man die bestellen kann. Die blaue Farbe kostet Aufpreis. Ich habe die auf Wunsch von Marina so gekauft. Ich hoffe in Zukunft, dass aufgrund der Stückzahlen dann auch die Farbe egal ist vom Preis her. Die gibt es auch in anderen Farben, wie zum Beispiel Gelb. Man kann hier entsprechend sein Boot anpassen oder auch ein optisches Zeichen setzen. Wir können nur danken dem genialen Erfinder dieser Fender hier. Und ich denke, das hat großes Potenzial für die Zukunft. Wir haben diese Fender selbst bezahlt. Das ist also kein Werbevideo, sondern wirklich ein Video, wo wir unsere Erfahrungen zeigen. Und weil wir einfach überzeugt sind von diesen Fendern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir konnten euch die neuen Fender etwas näher bringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns auch im nächsten Video.